Ja, moin moin. Wir sind hier im Wald von Hirtshals und ich habe mir gedacht, heute will ich mal schauen, wie viele Pilze ich finde, weil Pilze sind ja doch auch ein Grundnahrungsmittel, das man gebrauchen könnte, wenn man in der Wildnis leben will oder überleben will. Und schauen wir doch mal, was wir alles an schönen Pilzen heute finden. Bis später. Ja, ich habe keinen Pilz gefunden bisher, aber irgend so ein komisches Plastikding. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendwas für ein Tier. Oder vielleicht sogar irgendeine Pest Control Sache, wo man irgendwie versucht, gewisse Tiere zu vergiften, um deren Population einzugrenzen. Ich weiß es nicht. Immer noch keine Pilze gefunden, was auch schwierig ist jetzt im Frühling. Aber ich habe einen Ameisenhaufen gefunden, vielleicht sieht man es hier. Ganz viele Ameisen. Ja, die sind sehr fleißig heute. Die sind vielleicht auch im Sonnenbaden. Ich habe jetzt einen Pilz gefunden. Ich weiß nicht, ob man ihn gut erkennen kann. Das ist ein gelber Baumpilz. Und ich schaue gerade mal bei ChatGPT nach, was das ist. Ist noch spannend, was mir ChatGPT dazu gesagt hat. Das ist ein alter Schwefelporling. Ist eigentlich essbar. Aber dieser ist noch von letztem Jahr oder vielleicht vorletztem Jahr. Der ist eingetrocknet. Kann man so nicht mehr essen. Aber was er mir auch gesagt hat, dieser Baum, der wird im Frühjahr, also Mai, Juni, wahrscheinlich wieder neue Pilze entstehen lassen. Und dass man diesen Baum jetzt sicher vormerken sollte. Spannend. Ja, das hier ist jetzt ein Birkenporling. Der wächst ausschließlich auf Birken. Das ist schon ein bisschen ein älterer Pilz. Der Ast, wo er dran wächst, ist schon lange abgestorben. Aber spannend ist bei diesem Pilz, dass man ihn gebrauchen kann, um Feuer zu machen, als Starter. Und auch als Auflage bei Wunden. Jetzt, wenn er so alt ist, geht das wahrscheinlich nicht mehr so gut. Essen kann man ihn auch nicht mehr so gut, weil er nach Kork schmeckt, wenn er so älter ist. Aber wenn er frisch ist, kann man ihn essen. Und ohne Scheiß, ChatGPT hat mir auch gesagt, dass Ötzi so einen Pilz dabei hatte. Okay, ich habe den nächsten Pilz gefunden. Rotrandiger Baumschwamm. Spannend sind diese konzentrischen Ringe an diesem Pilz. Der wird jedes Jahr größer und erweitert sich um einen Ring. So kann man auch sehen, so abschätzen, wie alt er ist. Essen kann man ihn nicht mehr so, das ist viel zu hart. Und auch sonst ist er eher dazu da, um Holz zu zersetzen und nicht für uns Menschen. Aber schöner Pilz, rotrandiger Baumschwamm. Okay, nächster Fund. Kein Pilz. Oder ein Pilz genannt weißer Golfball. Obschon es eigentlich hier in der Nähe gar keinen Golfplatz hat. Aber die irgendwo mitten im Wald ein Golfball. Ich nehme ihn mal mit. Okay, nächster Pilz gefunden. Ein scharlachroter Kelchbecherling. Ist jetzt vom Geschmack her nicht so interessant, aber eindeutig ein Frühlingspilz, der dieses Jahr gewachsen ist. Und der wächst hauptsächlich auf Laub und totem Holz. Ja. Und seht mal diese Farbe an, das ist ja fast unnatürlich. Tiefrot. Cool, oder? Kann man auch kaum verwechseln. Ist ungiftig, aber eben nicht so interessant zum Essen. Kein Pilz, aber ein Krokus. Eine der ersten Pflanzen, die wachsen im Frühling. Und wunderschöne Farbe. Ist leicht offen.
Nochmal ein ganz schönes Exemplar von diesem rotwandigen Baumschwamm. Und hier nochmal ein wunderschönes Bild von einem Birkensporling. Richtig groß ist dieses Teil. Obendran noch ein bisschen verfärbter. Ja, hier laut ChatGPT eine Schmetterlingstramete, wäre auch essbar, ist aber auch nicht besonders delikat. Wächst eigentlich das ganze Jahr an toten Bäumen und kann als Tee zubereitet werden, wird auch in der Forschung benutzt. Hat auch diese Jahresringe oder diese Ringe. Kein Pilz, aber diese Pfosten hier, kein Vollpfosten, aber ein Pfosten, diese Pfosten, die hat es überall im Wald in Hirtshals oder in Dänemark wahrscheinlich. Und wie man hier an diesem Clipper sieht, ist es wahrscheinlich für diese Orientierungsläufe. Es ist extrem, wie viele Routen es in diesem Wald, in diesem kleinen Wald in Hirtshals. Überall hat es kleine Routen hindurch. Und da kann man sich fast verirren drin. Wieder kein Pilz, aber ein laut ChatGPT. Und ja, ich weiß, ich brauche immer ChatGPT, weil ich kein eigenes Wissen habe zu diesen Dingen. Und ich hoffe, ChatGPT gibt mir die richtigen Antworten. Sonst bitte im Kommentar unten reinschreiben, wenn ich was Scheiße erzähle. Aber das ist so ein Tatort von einem Raubvogel, von einem Greifvogel, wahrscheinlich ein Habicht. Und da hat hier einen Vogel gerupft. Ich könnte mal ChatGPT noch fragen, was für ein Vogel das vielleicht gewesen wäre. Ja, laut ChatGPT war es wahrscheinlich eine Möwe oder eine Taube. Weil ich hier am Meer bin, tippe ich auf eine Möwe. Auch die Länge der Federn würde wahrscheinlich darauf passen. Knochen habe ich übrigens keine gefunden. Das nenne ich mal viele Ameisen auf einen Haufen. Das ist nicht ein Ameisenhaufen, das ist ein Ameisen... Ja, wie kann man dem sagen? Ameiseninvasion. Ameisentatsch. Dass es noch keine Jahreszeit für diese Pilze ist, habe ich doch einiges jetzt heute gefunden im Wald. Es ist wieder spannend zu sehen, was man auf seinen Spaziergängen so antrifft. Bis ein anderes Mal. Tschüss.